Sowas wie Cooldown Reduction gibt es in Flive nicht. Das ist ein Wert, der in dem Spiel nicht existiert. Cooldown Reduction in Flive wäre für manche Klassen schon sehr interessant, aber ich glaube, das wäre auch extrem schwierig zu balancen, weil Flive einfach ein Spiel ist, wo Cooldowns für viele Klassen halt gar nicht relevant sind. Und für diejenigen, für die es relevant ist, wäre es halt dann wahrscheinlich eben schwierig zu balancen, weil wo fängst du an und wo hörst du auf? Was wäre die maximale Cooldown Reduction? 10%? 20%? Da ist die Frage, was soll 10% überhaupt bringen? Weil wenn ein Cooldown sowieso nur 1 Sekunde ist oder 2 und die meisten Cooldowns sind ja wirklich nur unter 5 Sekunden von vielen Skills oder auf jeden Fall nur wenige Sekunden, dann stellst du dir halt die Frage, na, was soll es denn überhaupt bringen? Wieso bleibt der denn auch stehen? Wieso bleibt der stehen? Ich verstehe es nicht. Er ist einfach stehen geblieben. Ja. Also ich hätte Bock drauf als Elementor. Poison Cloud hat einen relativ langen Cooldown, genau wie Avalanche und Burning Field, meine 3 Lieblingsskills. Aber genau eben diese 3 Skills zum Beispiel, mal angenommen, die hätten keinen Cooldown oder halt einen wesentlich kürzeren Cooldown, wäre das halt ultra OP. Und das gleiche bei Ringmaster, zum Beispiel mit Merkaba oder Barrier oder so. Wenn du da den Cooldown, sag ich mal, spürbar verkürzen würdest, müsste man halt fragen, ist das dann nicht zu stark? Und bei anderen Klassen wiederum, Blade zum Beispiel, da juckt es halt niemanden. Was willst du bei Blade mit Cooldown Reduction? Ich meine, gut, das wäre eh so ein Magier-Ding. Hast du ja sowieso schon nach Magiebeschleunigung gefragt. Das wäre natürlich sowieso natürlich nur was für Magier, wirklich. Für die anderen jetzt nicht so relevant. Aber ich könnte mir halt vorstellen, wenn sie das einführen würden, dass sich alle, die keine Magier spielen, übelst aufregen würden, wie immer. Das kann nicht sein, dass die Magier bevorzugt werden. Blade ist da seit 20 Jahren die beste Klasse im Spiel, aber diese verdammten Magier, ich könnte sie umbringen. Ja. Also, keine Ahnung. Es wäre schon cool, aber zeitgleich müssten sie es halt auch nicht, also die dürften es halt eigentlich auch nicht wirklich stark genug machen. Also wahrscheinlich, ich könnte es mir so vorstellen, weißt du, wie Cooldown Reduction ins Game kommt? Sie erhöhen alle Cooldowns um 30% und dann bringen sie Cooldown Reduction 35% ins Game. Maximale Cooldown Reduction 35 und davor erhöhen sie alle Cooldowns um 30. So könnte ich es mir vorstellen. Dass du dann, wenn du perfektes Equipment hast, beziehungsweise perfekte Cooldown Reduction, keine Ahnung, Slots oder wo auch immer man die Cooldown Reduction herbekommt, dass du dann einfach nur 5% mehr hast und 5% von zum Beispiel 5 Sekunden. Was wäre das überhaupt? Das wäre quasi nichts. Also, ja, keine Ahnung, was wäre das dann? Gar nichts einfach. Also, das müsste wahrscheinlich nicht mal merken, weil es so kurz wäre. Das ist halt, keine Ahnung. Das wäre dann 4,75 Sekunden oder so. So ein Scheiß. Also vermutlich, ja. Aber eine interessante Idee, ja. Zumindest wenn man Magier spielt. Für alle anderen probably useless. Und am meisten Sinn wird es wahrscheinlich machen, sowas in den Set-Effekt einfach einzubauen. Oder Ultimate Bonus. Aber ich würde es dann, wenn dann, in einem Set-Effekt gerne sehen wollen. Weil man es natürlich auch so machen könnte, dass manche Skills einfach nicht von Cooldown Reduction betroffen werden können, wie zum Beispiel Barrier of Life, wäre so der klassische Skill, der mir einfallen würde, der extrem stark ist und einen sehr langen Cooldown hat. Während Barrier of Life zum Beispiel 5 Sekunden weniger Cooldown haben könnte, davon würde man schon extrem profitieren. Bei Dungeons, bei AOE, im PvP. Oder auch, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ist der Cooldown von Asal? Keine Ahnung, was der Cooldown von Asal ist. Irgendwelche PvP-Damage-Skills könnte auch teilweise crazy sein. Aber da wäre es ja dann so, wenn du es durch einen Set-Effekt bekommst und nur Magier diesen Set-Effekt haben, dann würde es BP wahrscheinlich eh nicht bekommen. WP ist zwar ein Magier, aber irgendwie auch nicht. So ein klassischer Ja, aber Nein Fall.
Er ist beides. Mage und nicht Mage. Schrödingers Bildposter.